Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Heute wieder zu einem Lok-Review beziehungsweise ganz genau genommen zu einem Triebwagen-Review. Was habe ich euch heute mitgebracht? Und zwar ist das die 37770, ein Triebwagen der Baureihe SVT 137 von Märklin aus dem Programm 2004. Hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Trotzdem super cooles Modell. Das Video heute wird aufgeteilt in zwei Teile. Wir werden in diesem Video uns mit dem Modell, seinen Fahreigenschaften und den Details beschäftigen. Im zweiten Video geht es dann um das Original, das Vorbild, die Frage der vorbildgerechten Umsetzung und natürlich auch, das kennt ihr von mir, wenn ihr diesen Kanal öfter geschaut habt schon, die Frage, was hat das Modell eigentlich für eine Bedeutung gehabt? Das heißt also, das Original in der wirklichen Welt, war das bedeutsam, war das nicht bedeutsam, was war die Historie, hat das Auswirkungen gehabt und was war es im Endeffekt, was auch dazu geführt hat, dass man so ein Modell überhaupt eingeführt hat. Das, wie gesagt, im anderen Video. Wir kümmern uns um das Märklin-Modell. Und ihr seht schon, das ist ein Riesending. Also der Karton ist wirklich riesig für eine Lok. Und jetzt geht es genauso groß weiter. Wir haben hier also ein bisschen Styropor. Und unter diesem Styropor zwei so kleine Lappen. Und da habt ihr jetzt den Triebwagen. So sitzt er hier drin. Und es gibt in der Mitte dann, beim Original damals, gab es auch so eine Transportsicherung hier noch aus Pappe. Ich hole ihn hier mal raus. Dann nehmen wir die mal ab. Packen das mal alles wieder zusammen hier. Also ihr seht schon, sehr sicher verpackt. Stellen wir den auch mal zur Seite, denn Märklin-typisch unter dem Styroporkasten findet sich unser ganzer Papierkram. Und was haben wir da? So, wir haben einmal die Anleitung von damals, auch nochmal natürlich mit dem Modell drauf. Front- und Rückseite, Modell des Schnelltriebwagens der Baureihe SVT 137. Da gibt es hier eine kurze Geschichte des Modells. Wie eben erwähnt, dazu das zweite Video. Und dann schauen wir mal weiter. Wir können tatsächlich im R1 fahren und jetzt gibt es hier noch so ein paar weitere Betriebshinweise. Die gebe ich euch einfach mal mit. Weil ich finde es spannend, dass das hier schon so geschrieben wird. Also erstmal keine Kupplungsmöglichkeit an den Zugenden. Okay. Keine Änderung der Steigung in oder direkt nach Kurven. Maximale Änderung der Steigung zwischen Gleisen 1%. Mindeststrecke bis zur nächsten Änderung der Steigung 18 cm. Mindestabstand zwischen Übergangsgleisen C auf K, C auf M, etc. 18 cm. Triebwagen nicht geeignet zum Befahren von gebogenen Rampen. Es kann zum Berühren des Geländers sogar zum Einhaken kommen. Also der Triebwagen ist nicht hundertprozentig für alles geeignet, aber er ist R1 geeignet. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ich hatte überhaupt keine Probleme im Betrieb bisher. Ich sagte, das Ganze kommt aus 2004, deswegen gibt es auch eine entsprechende Beschreibung, wie man das Ganze 2004 einsetzen konnte mit den damaligen Geräten. Und wir haben ein bisschen später dann noch eine Beschreibung, wie man das Ganze öffnet, wie man den Schleifer wechselt. Das geht hier los ab der Seite 26. Also wie öffne ich das Modell, wie fette ich es, wie wechsle ich den Schleifer oder die Haftreifen. Das ist hier alles gut beschrieben. Und dann gibt es eine Garantieurkunde. In diesem Fall jetzt tatsächlich auch schon auf diesem glänzenden Papier. Und sie ist ausgefüllt. Das Modell wurde gekauft am 21.12.2004 bei Modellbahn Coster GmbH in 36167 Nüsttal. Also wenn es den Modellfachhandel dort noch gibt, schöne Grüße. Und was ich jetzt wirklich tatsächlich beeindruckend finde, das habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen bei so einem Modell von damals,
Es gibt hier so eine Checkliste. Also der Händler hat tatsächlich hier eine Checkliste ausgefüllt, dass er vor Rausgeben des Modells die Funktion, die Lichtfunktion und die Sonderfunktion geprüft hat und das Modell auch auf Vollständigkeit gecheckt hat. Das ist eins der ordentlichsten Modelle in dem Hinblick, was ich hier bisher gesehen habe von einem Händler. Also, falls jemand das von Märklin sieht, wie hießen sie nochmal hier? Modellbahn Costa, wenn es die noch gibt. Sehr ordentlich. So, dann haben wir hier noch die Explosionszeichnung. Einzelteile des Triebwagens. Und das kann man sich schon fast an die Wand hängen hier oder so. Das ist ja schon so ein kleines Poster fast. Ja. Aber hier sind wirklich alle Teile aufgelistet. Lautsprecher, Motor, alles dabei. Das finde ich wunderbar. Ich weiß nur nicht, ob man die Ersatzteile heute noch bekommt. Das wäre halt so die große Frage. Wahrscheinlich ein Teil, aber so das Modellspezifische vermute ich nicht mehr. Und dann gibt es hier noch ein Korrekturergänzungsblatt. Und zwar, dass die Stirnbeleuchtung schaltbar ist, auch beim Betrieb mit dem Delta-Fahrsystem offensichtlich oder mit diesem Delta-Steuersystem. Gut, also das an Papierkram dazu. Ihr seht schon, nichts Außergewöhnliches, bis auf diese Garantieurkunde, die wirklich perfekt ausgefüllt ist. Dann haben wir hier den Styroporeinsatz und außenrum unseren Karton. Und auf den stellen wir jetzt mal unser Modell für den Rest der Zeit hier drauf. Also Verpackung, selbst für ein Modell von 2004 wirklich hervorragend, vom Standard her auch absolut auf dem, was er heute bekommt. Ich habe es eben gesagt, das hier ist die 37770. Es gibt von diesem Triebwagen hier, von Märklin, noch eine ganze Menge andere. Deswegen habe ich mir hier so einen Spickzettel geschrieben. Und zwar gibt es die 37771. Das war ebenfalls im Jahr 2004 das MHI-Sondermodell hiervon in einer sogenannten Techno- oder Techno-Edition. Ich glaube, das war einfach komplett in Silbern, ich habe das einmal irgendwo gesehen. Also das ist die 37771. Dann gibt es die 37772, die ist von 2008. Es gibt dann die 37773 von 2006. Das ist das Messemodell gewesen damals. Das war das hier quasi in gealtert. Also da hat man einfach diesen Triebwagen hier genommen und gealtert und ein Jahr später als Messemodell rausgebracht. Hinten mit der eben Ordnungsnummer 3. Dann gab es nochmal die Ordnungsnummer 4, also 37774. Die ist auch von 2008 wiederum. Dann haben wir die 37775 von 2015 wiederum. Jetzt sind wir schon 2015. Das war das gleiche Modell in einer anderen Lackierung, und zwar als Salontriebwagen der DDR-Regierung. Das heißt, da habt ihr hier im Endeffekt rot- und cremefarbene Lackierung und eine etwas andere Inneneinrichtung vielleicht auch, aber das bezweifle ich bei dem Modell. Ich glaube, dass nur die Lackierung anders war. Das war 2015. Und 2016 gab es dieses Modell dann als 37776 mit einem MFX-Decoder und sehr umfangreichen Soundfunktionen. Hier in diesem alten Modell ist auch schon Sound mit dabei, allerdings eine Soundfunktion, sagen wir es mal so. Es ist nur eine Soundfunktion mit dabei, kein wirklich umfangreicher Sound. Ihr seht aber, dieses Modell hat seit 2004 eine relativ umfangreiche Geschichte bei Märklin, wurde also bis 2016 immer wieder aufgesetzt. Die Nummer hat sich hinten geändert, aber ich glaube 90% dessen, was wir heute besprechen, entspricht auch diesen anderen Modellen. Nur, dass irgendwann mehr Soundfunktionen dazugekommen sind. Also das nur für euch zur Einordnung, auf welchem Modell ihr das auch beziehen könnt. Und ich fand es ganz spannend, einfach mal so zu sehen, wie sich von 2004 bis 2016 eigentlich so ein Modell immer wieder durch die Märklin-Neuheiten zieht, immer mit leichten Abwandlungen, leichten Änderungen, sodass sich diese Form am Ende für den Hersteller ja auch ein bisschen rechnen muss. Genau, wir haben hier einen Triebwagen, und zwar einen SVT.
Was heißt das? SVT ist ein sogenannter Schnellverbrenner-Triebwagen. Also das V steht für die Art des Antriebs, Verbrennungsmotor. Das S steht für schnell und das T steht für Triebwagen. Zusammen ist es der SVT. Die Baureihennummer ist die 137. 137 war eine Sammelbaureihe, hat also nicht nur dieses hier als Original umfasst, sondern noch eine weitere Variante, die nannte sich Köln. Das hier ist quasi die Bauart Hamburg. Es gibt die Bauart Köln. Die Bauart Köln war dreiteilig. Die hatte also hier in der Mitte noch einen Mittelwagen. Dann gab es die geplante Bauart Berlin und die geplante Bauart München. Das waren verschiedene Ausführungen in vierteilig, also mit 2 quasi Mittelwagen. Wobei die Version Berlin einen Motor und 3 nicht angetriebene Wagen hatte. Aber von der Optik her hättet ihr dann 4 Wagen gehabt. Das hier ist die Bauart Hamburg. Nicht zu verwechseln mit dem fliegenden Hamburger. Der fliegende Hamburger war ein konkreter Zug. Und basierend auf diesem fliegenden Hamburger wurde dann das hier entwickelt. Dazu mehr in dem Historienvideo, was hier verlinkt ist. Also, so viel zur Einordnung. Es handelt sich hier also um ein Modell der Epoche 2 nach dieser NEM-Norm. Das heißt also, wir befinden uns vor dem Zweiten Weltkrieg in den 30er Jahren bei der Deutschen Reichsbahn. Das ist hier sehr schön auch aufgedruckt. Das Ganze ist natürlich ein Dreileiter-Modell, wie immer bei meinen Vorstellungen. Und so sieht das Ganze jetzt mal aus der Nähe aus. Hat also schon eine, ja, nicht eigentümliche, aber eigene Form und speziell Farbgebung. Also die Farbgebung jetzt hier in lila Cremefarben ist natürlich auch nicht so der absolute Standard. Ihr kennt die aber vielleicht von anderen Modellen, wie zum Beispiel dem Henschel-Wegmann-Zug oder so. Entweder man mag es oder nicht. Wenn ihr diese Farbe hier nicht mögt, ich habe euch eben die ganzen Nummern genannt, davon sind eigentlich der Großteil Farbvarianten. Also das gibt es dann in Blau und Rot, in ganz Rot. Also ganz, ganz viel Auswahl habt ihr da. Das Modell selber bekommt ihr in diesem Zustand also praktisch neu für ungefähr 200 € aktuell bei eBay. Das ändert sich natürlich immer je nach Angebot und Nachfrage. Und die Frage, die wir jetzt heute in dem Video hier auch ein bisschen behandeln, ist, was bekomme ich eigentlich da für mein Geld? Was ist der Mehrwert, der dahinter steckt? Was steckt da an Technik auch drin in dem Ganzen? Und wie ist das von der Detailausführung her? Also lohnt sich das oder nicht? Um da mal den ersten Schritt zu gehen, wenn wir uns also hier den ersten Eindruck angucken, ihr habt ein sehr, sehr mächtiges Modell, es ist sehr lang, also wir sprechen hier von der Länge von ungefähr 2 Personenwagen, knapp 50 cm lang ist das Modell hier fast. Wir haben ein ziemlich hohes Gewicht und je nachdem, wenn es zu eurer Anlage passt, man sieht dem Modell hier das Alter definitiv nicht an, gar nicht. Ja? Und ihr seht, es rollt auch sehr gut. Aber man sieht dem Modell das Alter nicht an. Das heißt also, ihr könnt vollkommen problemlos auch dieses Modell von 2004 auf eurer Anlage heute fahren lassen und es sieht aus wie nagelneu, weil die meisten das eben auch als Sammlermodell tatsächlich sicher gekauft haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel sind es Sammlermodelle und wir schauen uns jetzt einfach noch mal ein bisschen die Details an, dann seht ihr, was ich meine. Und obwohl es ja ein stromlinienförmiges Modell ist mit relativ wenig sonstigen Details, gibt es doch einiges, was man sich sehr, sehr schön anschauen kann hier. Was man bei dem Ganzen bedenken muss, das ist eine fest gekoppelte Einheit, das heißt, wir können die nicht auseinandernehmen. Insofern muss ich jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich möchte euch hier einmal die Front zeigen und da insbesondere den wirklich schön ausgestalteten Fahrstand im Inneren. Ihr seht auch die kleinen Scheibenwischer hier auf den Scheiben tatsächlich. Das sind so diese dunklen Flecken dort, die man da sehen kann. Darunter dann die Lampen und so eine Art Fanfare hier vorne, wie so eine Nase in der Mitte. Das sieht eigentlich ganz niedlich aus. Und darunter dann die Scharfenberg-Kupplung für dieses Modell hier. Das ist keine echte, das ist eine reine Attrappe dieser Scharfenberg-Kupplung, aber die ist gut getroffen.
Wenn wir uns dann hier ein bisschen die Seite anschauen, seht ihr auch, das ist sehr, sehr fein detailliert. Mir gefällt insbesondere die Bedruckung hier hervorragend. Also dieses Zuglaufschild, ihr seht ja die Größe meines Fingers hier im Hintergrund, ist wirklich sehr, sehr klein und der Druck ist absolut glasklar. Was jetzt ein bisschen weniger detailliert ist, das seht ihr hier, sind die Türen. Das heißt also, da hätte man vielleicht noch ein ganz, ganz, ganz bisschen mehr an Detailgrad mitgeben können. Dafür habe ich aber hier unten dann sehr, sehr schön diese Lüftungsgitter in 3D-Struktur. Ich habe dann hier oben die Zwangslüftung, nenne ich sie mal, an den Fenstern. Und das sieht in Summe doch richtig, richtig schick aus. Bedruckung geht genauso positiv hier weiter. Dann haben wir hier hinten die Toilette. Und was ich wirklich hervorragend finde, ist dieser Faltenbalg hier. Das habe ich so noch wenig gesehen. Das geht nämlich wirklich, wie ihr seht, hier für jeden Radius, für fast jede Steigung, auf der das funktioniert. Es gibt keine Lücke, also das ist wirklich hervorragend gemacht hier. Und so geht das Ganze weiter. Die beiden Wagen sind praktisch identisch, muss man sagen. Und man hat jetzt hier auf dem Dach oben, seht ihr eigentlich eine ganz glatte Oberfläche. Bis hier vorne auf die Auspuffe hier vorne und natürlich dann ganz hinten. Und hier, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Wenn das jemand von euch weiß, schreibt es gerne mal rein. Das ist hier in beiden Wagen exakt gleich ausgeführt. Es gibt, wo es viel Licht gibt, und das muss man hier wirklich sagen, weil das ist von der Detaillierung wirklich hervorragend, auch ein ganz bisschen Schatten. Und zwar seht ihr das hier, dieses quasi angedeutete Lüftungsgitter hier, was da einfach nur so platt drauf gedruckt ist. Das ist doch recht auffällig. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ansonsten seht ihr, ist das wirklich super detailliert über den gesamten Wagen hinweg. Die Unterseite ist auch quasi glatt abschließend, also da gibt es jetzt auch keine Details, aber das war beim Original auch so. Und auch diese recht großen Drehgestelle, also die haben einen ziemlich großen Abstand hier. Das waren im Original knapp 4 Meter, das ist hier auch sehr, sehr gut getroffen. Insofern finde ich das Modell wirklich sehr, sehr angenehm vom gesamten Aufbau her. Das gefällt mir richtig gut. Und es ist auch extrem hochwertig von der Haptik, wenn ich das anfasse. Also das ist ein kompletter Metallkorpus hier, der fühlt sich einfach sehr, sehr hochwertig an. Das Modell hat ein immens hohes Gewicht für so einen kleinen H0-Triebwagen. Und auch der Durchblick, ihr habt es ja eben immer schon so ein bisschen gesehen, aber jetzt könnt ihr noch mal richtig drauf achten. Man kann hier wirklich durchschauen überall und es gibt eine schöne Inneneinrichtung. Die sehen wir natürlich auf der Anlage mit Beleuchtung viel besser. Aber hier sieht man wunderbar auch vorbildgerecht nachgebildet die 2 Leerreihe und dann ein einzelner Stuhl quasi auf der anderen Seite. Also die 2+1 Bestuhlung hier. Also insofern hinsichtlich der Detaillierung und auch hinsichtlich der Frage, wie originalgetreu wurde das hier wiedergegeben, denke ich, kann man hier schon auf jeden Fall eine 1 vergeben. Keine 1+. Für eine 1+ hätten hier die Türen etwas detaillierter ausgeführt sein müssen und hier diese Lüftungsgitter noch anders. Aber eine glatte 1 gebe ich da auf jeden Fall. Und das, obwohl es eben ein Modell aus dem Jahr 2004 ist. So viel also zu den Details des Triebwagens. Also ich finde, es ist wirklich hervorragend ausgeführt. Ich finde die Detaillierung für einen Triebwagen, der als Schnelltriebwagen eben auch sehr stromlinienförmig aufgebaut ist, finde ich wirklich schön. Und ich finde, es fasst auch so das Original ins Modell, macht also auch wirklich Spaß auf der Anlage und das dann so in Bewegung und Action zu sehen. Und das ist das, was ich mit euch jetzt einfach mal ausprobieren will. Schauen wir uns mal an, wie schlägt er sich eigentlich auf der Anlage und was für Funktionen hat er und wofür steht eigentlich hier dieses kleine Soundsymbol auf dem Päckchen. Bereit für die Testrunde steht er, unser Diesel-Schnelltriebwagen hier am Signal, wartet darauf, dass wir Gas geben. Wir fahren wie immer hier einmal die Runde durch die R1-Kurven, durch die Bogenweichen und hier hinten an dem NEM-Bahnsteig wieder vorbei und prüfen mal, wie sich das Modell hier einfach bei Vollgas auf der quasi Kreisbahn verhält und ob das mit all diesen Besonderheiten hier zurechtkommt.
Ich habe hier zur Steuerung heute wieder die Central Station App auf meinem iPad und da seht ihr auch schon hier den SVT 137 mit MM-Steuerung. Wir haben eingeschaltet die Innenbeleuchtung und die Frontbeleuchtung und wir haben hier noch zwei weitere Funktionen, und zwar haben wir einmal eine Soundfunktion, das Horn, und wir können quasi die Brems- und Anfahrverzögerung abschalten hier über dieses Gewichtssymbol. Das Horn klingt so. Also irgendwie so mittelmäßig, und die Lichtfunktion, ich meine, das könnt ihr euch vorstellen, da klickt man drauf und dann sind sie an oder aus. So sieht das Ganze dann hier auf der Bahn aus und ich gebe jetzt einfach mal Vollgas und wir schauen, was passiert. So viel also zu den grundlegenden Fahreigenschaften: eine angenehme Beschleunigung, eine angenehme Höchstgeschwindigkeit und vor allen Dingen ein vollkommen unaufgeregtes Fahrverhalten haben das Modell jetzt hier gerade ausgezeichnet. Das war wirklich herausragend, wie sicher und ruhig dieser Triebwagen hier einfach gerade seine Runden gezogen hat. So, jetzt habt ihr es gesehen. Also Fahreigenschaften, ganz ehrlich, erste Sahne. Das Modell könnte man heute mit einem aktuellen Decoder genauso quasi wieder rausbringen. Die Fahreigenschaften sind absolut perfekt. Geräuschkulisse ist wunderbar. Wenn ihr da noch einen Sound zu hättet, wäre das keinem eigentlich auffallen. Und was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, das Modell wiegt viel. Es wiegt wirklich gefühlt sehr, sehr viel. Aber es fährt einfach nur satt. Es fährt sich nicht irgendwie schwerfällig oder so. Man hat nicht das Gefühl, dass jetzt viel Last auf der Anlage da ist, sondern man hat einfach das Gefühl, da fährt ein Modell und das ist für diese Gleise gebaut. Es fährt sahnemäßig. Und das ist für mich jetzt tatsächlich bei einem Märklin-Modell, dass ich das jetzt hervorhebe, schon eine Besonderheit, weil eigentlich ist es meine Erwartungshaltung. Also meine Erwartungshaltung ist, wenn ich ein Modell habe von dem gleichen Hersteller wie die Gleise, dass gerade bei Märklin, die ja so auf diesen Systemgedanken setzen, das auch einfach funktioniert und läuft und gut ist. Aber auch auf dem Niveau, was ich da erwarte, hat der sich jetzt hier tatsächlich bei mir von den Fahreigenschaften einfach nochmal hervorgetan, weil er wirklich richtig, richtig sahnemäßig läuft. Ja, und wie kommt das eigentlich? Lass uns doch mal reinschauen, was da an Technik drinsteckt. Und dann kann man auch ein bisschen vielleicht genauer beurteilen, was man so für sein Geld bekommt. Kommen wir einmal zum Innenraum, zum Öffnen des Modells. Was brauchen wir dafür? Einen Kreuzschlitz
Schraubenzieher in der richtigen Größe und dann ist auf der Seite 26 der Anleitung das Öffnen beschrieben. Da seht ihr, das sind 3 Schritte. Als erstes nehmen wir die Kupplungsattrappe vorne raus, dann müssen wir 4 Schrauben in Summe lösen und dann können wir nach oben das Gehäuse abheben und das werden wir doch jetzt mal tun und uns anschauen, was sich denn da drin verbirgt. Also Schritt 1, die Kupplungsattrappen abnehmen bzw. rausnehmen. Auf der einen Seite ging es ganz leicht. Und mit dem richtigen Griff auf der anderen Seite auch. Und das Ganze sieht sogar hier, das könnt ihr gar nicht so schön sehen, aber das sieht so nach so ein bisschen NEM-Schacht aus, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass man hier tatsächlich dann auch eine normale Kupplung einbauen sollte. Dann haben wir eben 4 Schrauben. Hier ist eine. Hier ist eine. Und beim zweiten Wagen genau dasselbe. So, 2 von 4 sind schon rausgefallen. Er geht schon ab, wie ihr seht. Dann machen wir es einfach mal hier. Den zweiten brauchen wir wahrscheinlich gar nicht abnehmen. Der wird sich nicht so groß unterscheiden. Wir machen es jetzt doch der Vollständigkeit halber einfach mal. So, also so sieht das Ganze dann in abgedeckt aus. Wir haben hier die Wagenkästen, schöner Metallwagenkasten. So sieht das aus. Das Ganze haben wir natürlich zweimal. Und dann haben wir hier den Innenraum des Modells. Und da kann ich euch jetzt auf den ersten Blick schon sagen, das sieht sehr gut verarbeitet aus. Das heißt, wir haben hier jeweils die Beleuchtungsplatine für beide Seiten. Und ich nehme euch jetzt mal in einen etwas anderen Winkel. Und zwar schauen wir uns das Ganze jetzt mal so an, gehen hier von vorne nach hinten durch sozusagen. Wir haben hier das etwas gestaltete Fahrstands oder den Fahrstand quasi. Also ihr habt quasi das Pult, habt ihr hier mit ein bisschen mehr Detaillierung und hier ist dann im Endeffekt nur der Sitz mit der Rückwand. Davor sind dann entsprechend die LEDs hier auf der Platine. Und dann seht ihr hier schon, haben wir den Lautsprecher verbaut, geschickt in dem Bereich hier, wo eigentlich der Motor wäre. Das wäre der Bereich hier, wo im Original tatsächlich der Motor sitzen würde. Dann haben wir hier eben laufend die Platine. Und tatsächlich, wie ihr seht hier, doch bis zu einer recht guten Tiefe eigentlich sogar die Innenausstattung, sodass man hier tatsächlich recht problemlos auch Leute wirklich reinsetzen kann. Die müssen, glaube ich, so die Unterschenkel verlieren, aber das wäre es dann schon. Und dann kommen wir hier in der Mitte zum wichtigsten Part. Da seht ihr hier oben die gesamten Kabel, die hier reinlaufen. Und den Motor, den kann man jetzt hier nicht sehen, der befindet sich aber hier im Endeffekt in dem Drehgestell dann drin. Da sieht man so ein bisschen was. Und so ist das Ganze aufgebaut. Also doch relativ einfach. Geht exakt so weiter. Also hier eine exakte Replika der anderen Seite. Und mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. So, und damit steht ihr jetzt wieder an eurem Platz vom vorher. Im Endeffekt also ein doch relativ einfach aufgebautes Modell, muss man so sagen. Da gibt es jetzt auch nichts, was man irgendwie groß verändern könnte. Man kann natürlich jetzt hier noch alles Mögliche raushaken und dann in Anführungszeichen in die Tiefe des Modells vordringen, wenn man das wollte.
Da es aber hier sich wirklich ja um so ein Sondermodell handelt, würde ich das einfach lassen. Aber ich finde es wunderbar, was man hier so sehen kann, ist zum Beispiel dieses komplette Metallchassis in dem Märklin-Wagenkasten, was hier so durchgeht. Das ist wirklich hervorragend. Ja, also das ist Qualität. Anders kann man es hier gar nicht beschreiben. Schauen wir mal, ob das Zusammenbauen wieder genauso qualitativ hochwertig ist. Angeblich draufsetzen und fertig. Und ich glaube, das kann man jetzt schon fast so bestätigen. Jetzt unsere 4 Schräubchen noch rein. Die Kupplung drauf. Und gut ist. Was steckt drin? Also auch für 2004. Die Fahreigenschaften waren top. Innenraum fand ich jetzt auch richtig gut. Also ich habe ja jetzt schon einige Modelle gesehen. Wir haben getrennte Platinen vorn und hinten für die Beleuchtung gehabt. Das finde ich gut gelöst, weil man die auch dann tauschen kann, ohne irgendwie ja, groß was machen zu müssen, in Anführungszeichen. Also natürlich müsst ihr euch irgendwie eine Ersatzplatine organisieren oder die LEDs dann einzeln dahin klemmen, wenn man das mal machen muss. Aber es ginge. Es ginge. Auch wenn ihr irgendwie Figürchen reinsetzen wollt, habt ihr gesehen, ist genug Platz da, das geht wunderbar. Die sieht man ja durch die eingebaute Beleuchtung auch schön. Ich finde es immer noch super, wie der Motor in der Mitte hier quasi mit diesem Faltenbalg dafür sorgt, dass das wirklich immer perfekt aussieht. Habt ihr auch auf der Anlage gesehen, also das finde ich immer noch überragend. Und ansonsten von der Technik her ist das Ganze hier sehr unaufgeregt. Also diese gesamte durchgehende Lichtplatine hier oben macht einen sehr guten Eindruck. Die Konzentration der Technik hier in den Motor und dann im Endeffekt gibt es hier drunter nochmal den Decoder und den Lautsprecher ja auf einer Seite. Hier, auf der Seite ist das ja. Haben wir jetzt nicht gesehen, weil es zu tief verbaut ist, aber eigentlich muss man da ja auch nie ran. Wenn ihr wissen wollt, wie, dafür gibt es die Explosionszeichnung. Ich sehe jetzt erstmal keinen Bedarf, da einen anderen Decoder einzubauen. Klar, für die Soundfunktionen könnte das schon Sinn machen, weil ja auch ein Lautsprecher schon verbaut ist. Aber es ist de facto ja ein Sammlermodell und das kann man dann eigentlich auch so lassen, wie es ist. Also Fahreigenschaften, Innenraum, Detaillierung, alles auf einem extrem hohen Niveau. Und das bekommt ihr tatsächlich für knapp 200 €. Muss ich sagen, aus meiner Sicht ein richtig, richtig guter Deal. Das Einzige, was jetzt tatsächlich das so ein bisschen schmälert, es gibt 2 kleine Sachen, die das ein bisschen schmälern. Das eine ist, dass die LEDs mir jetzt zu gelb sind. Also bei den neuen Märklin-Modellen sind die mir eigentlich immer zu weiß. Und hier sind sie mir zu gelb. Wobei bei einem alten Modell aus der Epoche 2 gehe ich jetzt lieber die Straße zu gelb als zu weiß bei den LEDs. Denn das hat immer noch so ein bisschen so diesen Oldschool-Look, wie man ihn ja damals 1935, 38, wann auch immer man das quasi sozusagen dann fahren lässt, das Modell in Anführungszeichen, ja hatte. Also insofern, das ist das eine. Die LEDs sind halt sehr gelb. Die sind auch nicht warm weiß, sondern die sind einfach gelb. Das zweite ist der Sound. Also wenn ihr quasi auf Soundfunktion Wert legt, ist dieses quäkende Horn, was es hier als Einzelfunktion gibt, für euch wertlos. Also das macht man einmal, um zu gucken, wie es klingt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, klingt das furchtbar, mache ich nie wieder. Also insofern, wenn ihr eine Soundfunktion haben wollt bei diesem Triebwagen, müsst ihr entweder schauen nach der neueren Version mit dem MFX-Decoder, die müsste mehr Soundfunktionen haben, also das Modell von 2016 37776, das müsste schon ein paar mehr Soundfunktionen haben.
Oder ihr müsst eben einen Decoder nachbauen quasi. Gibt es ja von ESO zum Beispiel, den Log Sound 5 könnte man hier wahrscheinlich auch reinbauen. Und da gibt es, glaube ich, auch ein passendes Soundprojekt. Wenn man das macht, ist man preislich jetzt gar nicht mehr so weit weg, auch von dem, was Märklin heute für neue Modelle teilweise verlangt. Wobei so ein Triebwagen hier wahrscheinlich heute in der Kategorie um 600 € laufen würde. Und ich habe es jetzt ein paar Mal erwähnt, wenn ihr den gebraucht für 200, 250 je nach Zustand bekommt, aus meiner Sicht top aktuelles Modell und das nach 17 Jahren. Das sagt aber auch was über die Qualität bei Märklin aus, dass ich hier ein 17 Jahre altes Modell qualitativ heute euch auch noch ans Herz legen würde und sage, ja, das ist ein guter Deal, selbst wenn ihr das gebraucht für 200 € kauft. Also da macht ihr jetzt aus meiner Sicht nichts falsch, vorausgesetzt natürlich, ihr mögt das Modell, ihr möchtet sowas auf eurer Anlage fahren haben. So viel also jetzt mal zu dem Modell selber. Ich habe es ja schon am Anfang ein paar Mal erwähnt, es gibt einen zweiten Teil, da sprechen wir über die Geschichte und den Hintergrund dieser Triebwagen, was die eigentlich überhaupt auf den Schienen in Deutschland wollten und was man damit erreichen wollte. Und da lade ich euch jetzt herzlich zu ein, bleibt einfach dran. Das Video ist hier am Ende direkt verlinkt, da könnt ihr natürlich dann gerne reinschauen. Wenn ihr mit der Historie dieser Modelle einfach nichts am Hut habt und sagt, ihr wollt aber trotzdem ein zweites Video von mir sehen, dann habe ich hier nochmal was anderes für euch verlinkt, was vielleicht eher dann euren Wünschen entspricht. In diesem Sinne, bleibt gesund, gerne bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf eure Kommentare und euer Feedback zu diesem Triebwagen. Und jetzt weiter zu Teil 2.